Stell dir vor, du stehst am Rand eines Felsvorsprungs. Vor dir geht es 5 Meter senkrecht in die Tiefe und erst nach einem Sprung fängt das Skifahren überhaupt an. Ein einziger Fehler und du überschlägst dich gnadenlos den Hang hinunter. Viele legen sich auf den Boden, blicken ins Couloir, um das Ausmaß einzuschätzen. Ich war dort. Ich stand an dieser Kante und habe es nur so halb gewagt. Warum? Das erzähle ich dir jetzt. Jackson Hole in Wyoming ist kein normales Skigebiet. Es ist eines der anspruchsvollsten der USA, bekannt für seine extrem steilen Abfahrten und Rinnen. Allein die Fahrt mit der Tram auf den Gipfel des Rendezvous Mountain ist ein Erlebnis für sich. Die Kabine ist vollgepackt mit Adrenalin-Junkies, Rockmusik dröhnt aus den Lautsprechern. Hier geht es nicht um entspannten Skiurlaub, es geht um Herausforderungen. Und dann die Durchsage der Ski Patrol kurz bevor sich oben die Türen öffnen: If you don't know, don't go. Also wenn du dir unsicher bist, dann fahr mit dieser Gondel direkt wieder runter ins Tal. Denn dort oben gibt es keine leichten oder mittelschweren Abfahrten, alles ist schwarz markiert, doch eine Abfahrt sticht heraus: das Corbet's Couloir. Aus der Gondel sieht es schon aus wie ein schmaler Spalt zwischen zwei riesigen Felsen. Der Einstieg ist brutal und der gewünschte Weg hinein, das ist ein Sprung. Und zwar nicht irgendeiner, je nach Schneelage reden wir von 3 bis 6 Metern vertikal nach unten, um dann überhaupt auf den Hang zu kommen. Landest du nicht sauber, überschlägst du dich, du verlierst deine Ski oder rutscht unkontrolliert gegen eine der beiden Felswände. In anderen Videos sieht es so leicht aus, wie zum Beispiel beim Kings and Queens, was jedes Jahr in Jackson Hole, Wyoming stattfindet. Ein Event der Superlative, doch was mir klar geworden ist, diese Bilder entstehen, wenn im Couloir massig Neuschnee liegt, was die Landung deutlich weicher macht, und das ist selten. Dann war ich dort, stand an dieser Kante und wusste, wir haben nur einen Tag, jetzt oder nie. Und es gab ein Problem: Corbet's Couloir war offiziell gesperrt. Der Grund? Zu viele Stürze an den Tagen zuvor, zu wenig Schnee, die Ski Patrol hat die Abfahrt dicht gemacht und wer sich trotzdem reinschleicht, der riskiert den Skipass und natürlich seine Gesundheit. Doch wir wollten es angehen, wenn wir schon einmal vor Ort sind, also haben wir gewartet. Gewartet, bis die Ski Patrol nicht hinsieht, bis keine Gondel vorbeifährt, ein Zeitfenster immer so von 3 bis 4 Minuten, dann ein Versuch. Ein einziger. Ich wollte es irgendwie kontrolliert angehen. Das Herz schlägt, meine Hände schwitzen, ich stehe an der Kante, setze mich leicht ab, zaghaft, weil ich viel zu viel Respekt hatte. Die Länge meiner Ski war auch nicht optimal. Dann zumindest ein kleiner Sprung und die Abfahrt auf dem Hang, der mit Hügeln durchsetzt war. Seitdem habe ich eine Rechnung mit Corbet's Couloir offen. Ich will es irgendwann angehen, doch die Frage ist, würdest du dich trauen? Würdest du springen oder doch eher zaghaft wie ich seitlich reinrutschen? Schreib sehr gerne in die Kommentare und folge dem Kanal, um nicht zu verpassen, wenn die Revanche ansteht. Dir eine gute Skisaison und bis dahin. Tschüss.